Du interessierst dich für eine Stelle bei AllSafe und fragst dich, wie es nach dem Vorstellungsgespräch weitergeht? Dann bleib gern dran, denn wir haben einen speziellen Bewerbungsprozess und auch Einarbeitungsprozess entwickelt, der dir die Möglichkeit gibt, uns wirklich kennenzulernen. Das machen wir, indem wir 2 Schnuppertage anbieten, indem du bei uns zum Unternehmen reinkommst und uns kennenlernen kannst. An diesen 2 Schnuppertagen hast du die Möglichkeit, uns intensiv kennenzulernen, deinen potenziellen Arbeitsplatz und auch deine potenziellen neuen Kollegen kennenzulernen. Nur Mut, bei den Schnuppertagen geht es nicht um Perfektion, sondern darum, sich gegenseitig besser kennenzulernen. So Manu, erzähl doch mal von deinen ersten Stunden bei AllSafe, als die Schnuppertage bei dir anstanden. Ja genau, Dominik. Also bei mir war es so, wie bei jedem von uns eigentlich auch, nach der Bewerbung wurde man zum Bewerbungsgespräch eingeladen, zum Vorstellungsgespräch. Und ja, nach dem erfolgreichen Ablegen von dem ging es dann zu den Schnuppertagen. Ja, da wurde ich zu 2 Tagen zum Schnuppern bei AllSafe eingeladen und da ging es dann darum, einfach verschiedene Aufgaben zu lösen, selbstständig, um in die Firma und auch um in die Unternehmenskultur reinzuschnuppern, um zu schauen, ob das so zu einem passt. Simon, bei dir war es ähnlich? Ja genau, also ich hatte auch 2 Tage Zeit, um ein Projekt zu bearbeiten und hatte einfach den Vorteil, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie ticken denn die Mitarbeiter, welche Prozesse gibt es bei AllSafe und hatte dadurch die Möglichkeit, mir einen sehr guten Einblick zu verschaffen über die Firma. Wo hattest du so die größten Herausforderungen und Schwierigkeiten? Also so im Nachgang hatte ich eigentlich die größte Herausforderung war für mich so ein bisschen diese Schnuppertage an sich, weil ich das so nicht kannte, Ja. Weil das doch schon was sehr Neues ist. Aber im Nachgang war ich dann sehr positiv darüber überrascht, weil man eben die Möglichkeit hatte, über dieses Bewerbungsgespräch hinaus Leute zu kennen, Leute zu fragen und sich einen Einblick zu verschaffen. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich fand so die größte Herausforderung, in ein laufendes Unternehmen reinzukommen, in laufende Prozesse, laufende Abläufe und dann sozusagen zu stören mit seinen Schnuppertätigkeiten. Aber ich finde immer, es hat einfach geholfen, so das Bewusstsein, dass das eigentlich jeder, der dort arbeitet, schon durchgemacht hat. Also für mich war am Ende dann die Entscheidung für AllSafe durch die Schnuppertage gefallen, weil ich einfach wusste, auf was ich mich einlasse, weil man eben die Möglichkeit hatte, hier mal 2 Tage völlig selbstständig unterwegs zu sein. Richtig, danach konnte man sich sicher sein, ob es passt oder nicht. Genau. Die Schnuppertage, sie klingen so harmlos und sie haben mich so ins Schwitzen gebracht. Ich wurde zuerst von Mona und von Jens begrüßt und habe dann eine Mappe mit Aufgaben bekommen, beziehungsweise mit Informationen und mit Aufgaben, die ich dann innerhalb von 2 Tagen lösen sollte. Und ich war schon total drin, habe mir Gedanken gemacht, wie löse ich es. Zum Schluss sollte man auch eine Präsentation halten, dann zu seinen Aufgaben, war da schon gedanklich total drin. Und ja, dann wird man erstmal 200 Menschen und 5 Prozessen vorgestellt. Das heißt, du pitcht einfach, wer du bist, gefühlt 5-mal durch. Und das ist unfassbar überwältigend, so viele neue Eindrücke, so viele neue Menschen. Und gleichzeitig ist das irgendwie unfassbar hilfreich, einen ersten Überblick zu bekommen und auch die Menschen dahinter kennenzulernen. Wie war das bei dir? Wie war dein Ankommen bei AllSafe? Bei mir lief das Ganze ein bisschen anders. Also beim Schnuppertag selber habe ich vorab eine Aufgabe bekommen, die ich dann zu Hause schon bearbeitet habe und die ich dann hier am Ende von meinem Schnuppertag dann vorgestellt habe. Ja. Vor Mona, Mo und ein paar Azubis und Studenten. Und an dem Schnuppertag selber eben war es bei mir auch so, dass man da durch das ganze Büro einmal durchgeführt wird, alles von innen zu Gesicht bekommt und sich halt wirklich 5-6 Mal in jedem Prozess vorstellt und auch selbst an dem Schnuppertag schon so viele verschiedene Menschen und Persönlichkeiten kennenlernt. Und dort habe ich eben dann jeden Prozess mal so eine Stunde durchlaufen, ein bisschen mitgearbeitet, durfte auch hinter die Kulissen gucken und ja, mir eigentlich jeden Prozess mal genauer ansehen. Klasse. Ich fand auch diesen Blick hinter die Kulissen irgendwie so überwältigend, weil es doch so viel
größer ist, als man sich irgendwie vorstellt. Und mir hat das dann für die Aufgabe wirklich geholfen, weil so hatte man direkt Ansprechpartner und ich habe mich sehr, sehr aufgehoben gefühlt, dann auch, um meine Aufgabe gut bewältigen zu können. Und ich habe dann erstmal ganz viele Fragen gestellt und ganz viele Interviews mit euch geführt, um meine Aufgabe zum Schluss lösen zu können. Und am Ende des Tages hatte ich zwar meine ganzen Infos, aber noch nicht meine Präsentation. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen gehabt und da bin ich wirklich ins Schwitzen gekommen, weil ich einfach, mir ging dann langsam die Zeit aus, die Zeit wurde knapp und zum Schluss habe ich dann wirklich am nächsten Tag bei der Präsentation ordentlich improvisiert, aber ihr habt gesagt, komplette Gestaltungsfreiheit, die habe ich dann auch genutzt und das war einfach toll, um auch so wirklich Prozesse kennenzulernen, den Arbeitsstil von AllSafe kennenzulernen, die Menschen und auch wirklich einen Eindruck zu kriegen, hey, mit wem arbeite ich denn früher oder später zusammen, matcht das, passen die zu mir, passe ich zu ihnen und das hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Ja, bei meiner Aufgabe ging es mir tatsächlich ähnlich. Ich durfte die zwar vorab auch schon zu Hause bearbeiten und hatte auch Gestaltungsfreiheit, aber dann nach dem Tag, den ich hier Einblick bekommen habe, war ich auch erst so, passt meine Präsentation so, habe ich die Aufgabe gut ausgearbeitet, weil man dann doch einen Tag das Unternehmen so kennengelernt hat und sich dann schon so Gedanken gemacht hat, bin ich der Aufgabe gerecht geworden, passt meine Ausarbeitung zu dieser Kultur hier. Ja. Da hat man sich dann schon Gedanken gemacht, aber selbst als das über die Bühne war, waren auch die Rückmeldungen sehr positiv, weil ich glaube, auch die Leute, die zuhören und die sich da eine Präsentation anhören, selbst überwältigt sind davon, wie unterschiedlich jeder so eine Aufgabe gestaltet und rangeht, wie man sich die Informationen holt, mit wie vielen Kollegen man aus welchen Prozessen gesprochen hat. Ich glaube, dadurch, dass es bei jedem Schnupperer so unterschiedlich ist, ist es jedes Mal einfach trotzdem irgendwie was Neues und interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bei den Schnuppertagen fand ich eigentlich sehr cool, dass ich da direkt eine große Aufgabe bekommen habe, die ich auch, die perfekt zu dem gepasst hat, was ich dann später auch machen soll. Dann habe ich gleich einen Einblick bekommen, wie läuft es bei AllSafe, passe ich da gut in das Team rein und schaffe ich das auch, was von mir erwartet wird. Das fand ich sehr, sehr gut und auch für die Entscheidung dann sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall einen anderen Weg eingeschlagen als du, Joel, weil ich hatte die Schnuppertage gar nicht, sondern ich hatte eine komplette Praktikumswoche. Ich habe jeden Prozess einmal durchlaufen, durfte auch mal auf jeden Fall Aufgaben von dem Prozess anschneiden, ein bisschen selber mich durchprobieren und hatte dann einfach dadurch einen tieferen Einblick in die Prozesse, wo ich vielleicht in die Zukunft einfach mal starten möchte oder in der ich Teil dazu beitragen will, dass es dann für mich auch weitergeht bei AllSafe. Und ich da auf jeden Fall finde, dass man da eine große Chance hat, dann noch mehr zu sehen als an einem Schnuppertag. Ja, schon ganz viele Möglichkeiten am Ende, wie es dann für dich weitergeht. Auf jeden Fall, ja. Also auch ein gutes Portfolio.